Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch ein Rezept für einen Mürbeteigboden, den ihr zum Beispiel für Käsekuchen, für meinen Kirschstreuselkuchen und für viele andere Obstkuchen verwenden könnt. Außerdem zeige ich euch noch eine Anleitung, wie ihr den Mürbeteig so in die Springform legen könnt, dass sowohl der Boden als auch der Rand schön gleichmäßig dick werden. Als erstes bereite ich den Mürbeteig zu. Hierfür gebe ich zunächst 250 Gramm Mehl, 160 Gramm in Würfel geschnittene kalte Butter, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker und eine Prise Salz in den Multizerkleinerer und hacke die Zutaten so lange, bis eine sandige Masse entsteht. Dann gebe ich ein Eigelb hinzu und mische die Zutaten nochmal kurz durch. Wenn der Teig mal wie hier an einer Stelle festklebt und das Messer des Zerkleinerers leer läuft, dann löse ich den Teig mit einem nicht kratzenden Gegenstand vom Rand der Schüssel und mische die Zutaten nur noch kurz durch, bis der Teig zusammenkommt. Der Mürbeteig ist jetzt fertig und kann sofort weiterverarbeitet werden. Bisher habe ich das immer so gemacht, dass ich den Mürbeteig in die Springform gelegt habe und mal hier und mal dahin geschoben habe, bis es irgendwie passte. Allerdings führt das zumindest bei mir nicht immer zu einem schön gleichmäßig und dicken Rand. Deshalb habe ich mir eine Methode überlegt, mit der man den Mürbeteig so in die Springform legen kann, dass der Boden eben und die Seiten schön gleichmäßig dick und hoch werden. Dafür forme ich den Mürbeteig zunächst zu einer Rolle und teile ihn in 3 Teile ein. Etwas mehr als ein Drittel des Teiges nehme ich für den Rand und den Rest für den Boden. Jetzt nehme ich den Boden meiner Springform, lege ein Stück Backpapier drauf und auf das Backpapier kommt der Teig für den Boden. Den Teig drücke ich etwas flach und dann lege ich ein weiteres Stück Backpapier oben drauf und verstreiche den Teig mit einem Tortenheber schön gleichmäßig bis an den Rand. Bevor ich den Rand des Mürbetteigbodens anbringe, backe ich den Boden erstmal 20 Minuten vor. Dadurch wird der Boden schön knusprig und weicht später unter der Füllung nicht so schnell durch. Wer möchte, kann diesen Schritt aber auch überspringen und den Rand sofort anbringen. Nach dem Vorbacken lasse ich den Mürbeteigboden in der Form abkühlen und bereite in der Zwischenzeit die Seiten vor. Für die Seiten habe ich mir hier ein 45 cm langes und 24 cm breites Stück Backpapier zugeschnitten. Das habe ich von der langen Seite her dreimal so umgeknickt, dass 3 Streifen von jeweils 8 cm Breite zu erkennen sind. Auf den mittleren Streifen verteile ich nun den Teig, den ich für den Rand zurückbehalten habe, und drücke ihn schon mal etwas flach. Anschließend falte ich das obere und untere Stück des Backpapiers über den Teig und knicke die Enden des Backpapiers etwa einen Daumen breit nach innen, sodass der Teig vollständig umschlossen ist.
Dann drehe ich das Backpapier um, sodass die Nahtseiten unten liegen und verstreiche den Teig mit dem Tortenheber gleichmäßig bis in die Ecken des Backpapierstreifens. Das Papier rechts und links des Teiges schneide ich weg, markiere mir an den kurzen Seiten des Teiges die Mitte und schneide den Teig mitsamt des Backpapiers längs in 2 Teile. Die Teigstreifen habe ich dann aufgerollt, ihr könnt sie aber auch einfach so mit dem Backpapier anheben und an den Rand der Springform legen. Dadurch, dass ich den Teig nicht gekühlt und aufgerollt habe, ist er etwas länger geworden. Ihr könnt den Überstand entweder abschneiden oder aber wie ich etwas an den Nahtstellen verteilen. Das ganze Verfahren sieht auf den ersten Blick zwar etwas umständlich aus, aber mit ein wenig Vorbereitung und Geschick geht es doch recht schnell und das Ergebnis ist ein wirklich schön geformter Mürbeteigboden. Hier seht ihr noch die Anschnitte von 2 Kuchen, die ich mit diesem Mürbeteigboden zubereitet habe. Ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert und auch das Glöckchen aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!